Ein böser Mond ist aufgegangen. Heute sind Mondpirscher bemalt worden. Hallo Tabletop-Polinos, heute zeige ich euch, wie ich meine Mondpirscher bemalt habe. Meine Variante von den Moorpirschern, den neuen Oruks, die in der Dominion-Box zum ersten Mal rausgekommen sind. Für mich ist es ein ganz besonderes Farbschema, weil es basiert auf meinen Gloomspite Gits, die ihr vielleicht schon in unserem Story-Trailer mal gesehen habt, die ich da mal inszeniert habe. Und die Besonderheit ist, ihr braucht fast nur Contrast-Farben, bis auf eine Metallfarbe, um die Battle Ready zu bekommen. Also lasst uns direkt eintauchen. Die erste Grundschicht, die wir auftragen, ist Skeleton Horde Contrast für die gewickelten Seile an den Unterschenkeln, Armen, dem Gürtel und der Kette um den Hals. Eine unverdünnte Schicht gleichmäßig auftragen und in die Vertiefungen laufen lassen, dann habt ihr es eigentlich schon erledigt. Wenn es unter und oberhalb etwas darüber hinausgeht, ist es nicht weiter schlimm, weil die späteren Contrastfarben das wieder verdecken. Für die Haut der Mondpirscher nehme ich die Contrastfarbe Militarum Green, weil es ein etwas ungesünderes Grün ist und nicht so dunkel wie Orruk Flesh. Das tragen wir auch unverdünnt auf die gesamte Haut des Modells auf. Bei den Händen und Beinen solltet ihr darauf achten, nicht auf die Stricke zu malen, sondern immer eine Grenze bzw. einen Übergang zu lassen. Wenn das Skeleton Horde etwas über die Stricke hinaus auf die Haut ging, dann wird es hier jetzt etwas dunkler werden und eine natürlichere Abgrenzung bieten. Also nicht weiter schlimm. Bei der Haut, die an das Tuch angrenzt, ruhig mehr Farbe an dem modellierten Übergang verwenden, damit das Grün dort schön dunkel wird und auch eine klare Abgrenzung zum späteren Lila bietet. Wenn die Haut fertig ist, gehen wir zum lila Tuch über. Dazu benutze ich Shyish Purple, weil es einen sehr dunklen lila Ton erzeugt, super deckt und mit dem Rest der Farben meiner Meinung nach sehr gut harmoniert. Die Farbe habe ich bereits bei meinen Gloomspite Gits benutzt und damit wirklich schöne Ergebnisse erzielt. Das einzige, worauf ihr hier achten müsst, ist, dass der Stoff sehr hoch modelliert ist, also versucht so vorsichtig wie es geht, den abstehenden Stoff bei der Haut auch zu bemalen. Aber passt auf, dass ihr nicht die Haut selbst mit bemalt. Sollte das passieren, einfach mit einem sauberen Pinsel, dem Finger oder einem Tuch sofort das Contrast abwischen und mit einem Pinsel und etwas Wasser kurz säubern. Das Modell habe ich nicht auf die Base geklebt, dadurch kann ich leicht an die Unterseite des Modells kommen, um die Grundfarbe aufzutragen. Was mir bei den Mondpirschern ganz wichtig war oder auch was Besonderes ist, ist so meine eigene Sammlung so ein bisschen zusammenzuführen. Also ich habe die Gloomspite Gits bemalt und habe dafür statt diesem klassischen Schwarz für die Kutten dieses Lila von Contrast benutzt, das Shyish Purple, und da halt ja ein bisschen mehr Pep reinzubringen. Also es ist schon sehr dunkel, es geht schon Richtung Schwarz, aber es waren andere Kutten. Und jetzt mit Militarum Green, das ich für diese Oruks benutzt habe als Hautfarbe,
das kommt irgendwie alles super zusammen. Und jetzt kann ich Gloomspite Gitz mit den Mondpirschern zusammenspielen, wenn ich will. Und kann die sozusagen also einfach thematisch zusammenführen. Denn ihre Bases sind ähnlich, aber sie haben jetzt eben Sumpf dazu bekommen. Aber kleine Details sorgen dafür, dass sie unterschiedlich sind und trotzdem, wenn die beieinander stehen, ist es irgendwie eine Fraktion. Und ich fand es halt irgendwie cool zu sagen, ey, meine Moorpirscher, die sind ein bisschen abgespaceter, die haben irgendwie auch Gefallen an Pilzen vielleicht gefunden oder haben vielleicht ein paar Nachtgobos zu viel verputzt und gequält. Und die finden jetzt selber den Bad Moon gar nicht so blöd, sondern denken sich, wie wär's, wir holen uns den Bad Moon hier in unseren Sumpf und werden zu den krassesten Orks, die es jemals gab. Und dieses Backstabbing und Poison und ein bisschen crazy Thema, also das bietet sich einfach an, das zusammenzuführen. Und das ist auch was, wo man drüber nachdenken kann, wie kriegt man in seiner Sammlung so ein bisschen mehr Besonderheit rein, das armeeübergreifend funktioniert. Und ja, das habe ich damit eben geschafft und auch gemacht. Als nächstes kommt das farbliche Highlight dran, die gelbe Rüstung. Natürlich benutze ich auch hier Contrast, und zwar Jan Yellow, weil es ein kräftiges helles Gelb ergibt und wenn es dicker in die Vertiefung läuft, bereits ein orange-braun für die Schatten erzeugt. Bei diesem Modell habe ich alle Rüstungsteile gelb bemalt. Alternativ können auch einzelne Segmente mit einem dunklen Metall bemalt werden, wofür ich Iron Warriors benutze. Hauptsache der Großteil der Rüstung ist gelb, um ihrem Namen auch gerecht zu werden. Als letzte Contrast-Grundfarbe benutzen wir Wildwood für den Holzschaft des Speers. Eine schöne Schicht sorgt für einen hervorragenden Holzlook und schattiert und akzentuiert beim Trocknen ganz automatisch. Das ist mittlerweile meine Einschicht-Methode für Holz, da muss man nicht unbedingt noch was nachlegen. Die vorletzte Farbe ist Iron Warriors für das Metall an der Waffe, die Zähne des Mondgesichts auf dem Schild und die genieteten Plättchen auf der Rüstung. Selbst wenn Metallfarben von GW keinen hohen Stellenwert in der Community besitzen, bin ich mit Iron Warriors eigentlich ausnahmslos zufrieden. Zusammen mit einer Wash bei Sicanum Grey Contrast sieht es sehr dunkel und bedrohlich aus, die Pigmente mischen sich gleichmäßig und die Farbe muss dafür nicht 10 Minuten geschüttelt werden, wie es sonst so viele andere von GW. Und nach den paar Farbschichten mit Contrast und den Iron Warriors Metallfarbe war es das schon. Also jetzt ist eure Armee Battle Ready. Und wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt noch weiter gucken. Dann zeige ich euch, wie ihr die Akzente bemalt. Also für Schild und für die Haut, was ihr dann übertragen könnt auf den Rest des Modells. Also eigentlich nur das lila Tuch. Aber die Besonderheit von Contrast, sozusagen in die Vertiefung reinzufließen und dort auch mehr Pigmente anzusammeln, also dunkler zu werden und auf den Oberflächen so ein bisschen dünner zu trocknen und heller zu werden. Das ist bei Militarum Green super, das ist bei Shaiish Purple super, das ist bei Skeleton Horde ausreichend und es ist bei dem Jan Yellow hervorragend. Also die Farben reichen und die Armee ist battle ready und hat trotzdem genug Kontrast und eben Spannung drin, dass man nicht sagen müsste, das sieht nur aus wie mit der Airbrush einmal eine Grundschicht drauf. Und ja, wie ihr noch mehr Pep reinbekommt und die Mondpirscher wirklich perfekt werden, jetzt. Als erstes akzentuieren wir die gelbe Rüstung. Ich nehme dafür als erste Farbe Flash Gitz Yellow. Damit male ich alle Kanten und Flächen, die ich hervorheben möchte. Wichtiger Hinweis, ich male hier nicht nach zenitalem Licht oder ähnlichen Theorien, sondern nach Gefühl.
Wenn ich finde, eine Kante sollte aufgehellt werden, dann male ich die. Gerade beim Schulterpanzer habe ich das sehr individuell gemacht. Am Ende kann damit die unsaubere, ungleichmäßige Struktur der Rüstung betont werden und es kommt automatisch etwas mehr Spannung ins Modell. Ohne dass man sich jetzt in diesen Theorien irgendwie verliert, weil der Fokus ist bei dieser Bemalmethode immer noch Geschwindigkeit. Danach nehme ich Phalanx Yellow und hebe die höchsten Stellen hervor. Das gehe ich ähnlich an wie bei der ersten Schicht, beschränke mich aber noch mehr auf Stellen, die wirklich erhaben sind oder betont werden sollen, wie beispielsweise die Nase, die Oberkanten und die Lippen bei dem Schild. Mit Dawn Yellow setze ich dann gezielt Kanten-Highlights, die nur noch sehr dünn die höchsten Stellen hervorheben und das Licht an den Kanten einfangen. Also hier kommt ein klein wenig Theorie dazu, aber das wird so frei angewandt, dass man das jetzt auch nicht wirklich Bemaltheorie schimpfen kann in dieser Anwendung. Hier mache ich natürlich die Akzente an den Stellen, die sich dann gut anfühlen und nicht, wo es unbedingt logisch ist. Zu allerletzt könnt ihr noch, so wie ich, mit einem Weiß eurer Wahl ganz einzelne Punkte und Kanten, eigentlich Highlights nochmal gezielt am Schild setzen, wie die Nase oder die Ecken der Kanten unter dem Schild. Für die Ork-Haut benutze ich nur 2 Farben zum Akzentuieren, um etwas Tiefe in das Modell zu bekommen. Den ersten Akzent setze ich mit Nurgling Green. Dabei wähle ich Stellen, auf denen das Militarum Green dünner aufgetragen ist und die ich weiter hervorheben kann. Damit mache ich mir das Fließ- und Trocknungsverhalten der Farbe zunutze, indem ich quasi vorherbestimmen lasse, was ich akzentuiere. Hier ist weniger mehr und ich hebe Knöchel, Muskelübergänge und ähnliche erhabene Stellen hervor. Der Prozess ist sehr einfach und wird quasi durch die Modellierung mit vorgegeben. Wenn ich überall die Akzente gesetzt habe, dann kommt Krieg Khaki als letztes Highlight zum Einsatz. Das setze ich wie ein Kantenhighlight ein und betone die erhabensten Stellen. Vor allem im Gesicht kann ich den Fokus mehr auf die Augen- und Mundpartien richten.
Jetzt seid ihr offiziell auch Bad Moon Anhänger und eure Mondpirscher sind bereit, den Gegner in den Rücken zu stechen oder eigentlich überall hinzustechen. Die Mondpirscher eben mit diesen gelben Schilden, die bieten einen mega coolen Fokuspunkt, die poppen richtig raus und sind auf dem Spielfeld einfach ein Hingucker. Also die Truppe zusammen, das wirkt einfach. Und dieses Gelbe ist vielleicht ein bisschen viel im ersten Moment, aber mir gefällt es besser wie das Grundfarbschema mit den roten Schilden. Das Coole ist natürlich, jetzt dockt es nahtlos an die Ironjawz an, die man mit den Orruk Warclans ja sowieso verbinden kann. Und wenn man Bock hat und mehr Destruction-Fokus hat, dann passen die Gloomspite Gits dazu. Also Win-Win-Win-Win-Win. You're welcome. Wenn euch das Video gefallen hat und wenn ihr noch ein bisschen mehr vielleicht auch von Mondpirschern und Gobbos sehen wollt, ihr könnt uns auch gerne auf Instagram folgen. Sonst lasst einen Like hier da, ein Abo und haut doch in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat, ob euch geholfen hat, ob ihr mit den Farben so ein bisschen jetzt auch mehr rumspielen konntet, auch mit Contrast oder da was Neues gelernt habt. Sonst, ihr habt ja gemerkt, dass ein bisschen der Rhythmus ist unregelmäßig geworden. Das liegt daran, dass wir zwei sind Vollzeit berufstätig und hier steht bei mir jedenfalls auch ein Umzug an. Das heißt, das wird noch ein bisschen dauern, bis das nächste Video kommt mitunter. Trotzdem kein Grund, nicht auch ein kostenloses Abo hier zu lassen, weil im Gegensatz zu eurem Fitnessstudio oder euren Abos für Netflix und Co. wir verlangen nichts, auch wenn ihr es nicht benutzt. Und sonst bis bald. Ich bin einmal einpacken und mich ablenken lassen. Bye!